Hallo, hier ist Sarah Schmid, mal wieder. Wir haben die ersten 14 Tage rumgekriegt. Und da ist der Kleine schon ganz schön groß geworden. Naja, ein bisschen größer auf jeden Fall. Ja, wie es dann weiterging nach der Geburt, die ersten 2 Nächte hat er dauergestillt. Aber als dann die Milch kam am 2., 3. Tag, dann hat er nachts richtig gut geschlafen mit 2, 3 Stillpausen. Dafür hat er dann abends sich ordentlich betrunken. Hat also da 2 Stunden mehr oder weniger Dauer gestillt. Da gibt es ja auch einen schlauen Begriff dafür. Cluster Feeding. Ja, ist also normal, dass Babys das machen. Zugenommen hat er natürlich auch. Er wiegt jetzt 3930 Gramm auf unserer Küchenwaage. Hat also schon 750 Gramm zugenommen jetzt die letzten 2 Wochen. Ja. Und wenn man sich das auf der Perzentilenkurve anguckt, sieht das auch super aus. Hier, das sind diese Kurven, wo man Gewicht und Länge und Kopfumfang eintragen kann. Und dann kann man sehen, ob sich das Baby auch gut entwickelt. Ja, und das tut er auch. Ja, was man oben reinfüllt, das kommt zum Teil auch unten wieder raus. Wir haben das mit dem Abhalten, beziehungsweise ich habe das mit dem Abhalten recht schnell angefangen. Ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Also wenn der jetzt aufwacht, meistens wenn Babys aufwachen, dann müssen sie mal. Wenn er jetzt aufwacht oder unruhig wird, dann hole ich mir den. Und dann mache ich die Windel ab. Noch habe ich die Wegwerfwindeln in Betrieb. Topf drunter, Baby drauf. Und dann mache ich so einen Schlüssellaut, so psch, psch. Das kapiert er ziemlich schnell. Dann weiß er, jetzt darf er. Und wenn er dann muss, dann macht er auch. Das Praktische bei Jungs ist, man sieht, wenn die mal müssen. Bei Mädchen ist das mehr oder weniger eine Blackbox, aber bei Jungs, da kann man da ganz Gutes abschätzen. Und so macht der dann Pipi und Kaka in Topf. Nicht immer, aber meistens. Also vor allem das Kaka funktioniert recht zuverlässig. Das Pipi funktioniert so in 70% der Fälle, würde ich sagen. Nachts mache ich da nicht groß mir einen Stress, also da merke ich, wie er rummacht, aber richtig wach wird er nicht, da weiß ich, ja, der muss jetzt pinkeln, der pinkelt jetzt und dann schläft er weiter. Ja, bei Jungs ist der Nachteil, dass die ziemlich weit spritzen können und dann ist es manchmal nicht so leicht, den Strahl zu dirigieren, aber mit ein bisschen Übung klappt es. So, ja, wie gesagt, benutze ich noch die Wegwerfwindeln. Am Anfang kommt ja doch recht häufig Muttermilchstuhl und der ist dann auch ziemlich flüssig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich erstmal die Gummis erneuern muss von meinen Überhosen. Die sind nach der Benutzung von 3 Kindern doch schon etwas ausgeleiert. Ja. Am einfachsten ist es, wenn man in den ersten Lebenswochen beginnt, dann also die Babys spüren ja von Anfang an, wenn sie mal müssen. Und machen sich auch bemerkbar, also die grunzen dann so und winken sich und schreien auch. Und wenn man die aber eine Weile in die Wegwerfwindel machen lässt und nicht reagiert, dann lassen sie halt laufen auch. Dann gewöhnen sie sich dran, dass es halt so ist und dann ist es halt so. Ja, war kleiner. Ja, das Stillen ist auch gut angelaufen. Na komm. Dadurch, dass ich ja die Schwangerschaft durchgestillt habe, also natürlich auf Sparflamme, weil mehr war nicht zu ertragen, aber meine Brustwarzen sind deswegen ganz gut in Form und da war das gar kein Problem, hier weiterzumachen. Ja. Den Sturz hat er gut überstanden, ne? Sieht man vielleicht auch, dass der eigentlich ganz fit aussieht.
Eure Kommentare dazu waren ja sehr vielfältig. Ich habe ihn also übrigens nicht absichtlich fallen lassen. Wurde ja auch mal vermutet, gemutmaßt. Und ich war auch nicht abgelenkt durch die Kamera oder durch irgendwas anderes. Und ich habe mir auch nicht heimlich gewünscht, dass mir jemand die Hand hält oder mir beisteht oder so. Und ich habe es auch nicht so gemacht, halt nur damit ich cool bin. Sondern das war schon genau so, wie sich das für mich richtig angefühlt hat. Obwohl der Plan natürlich nicht war, ihn fallen zu lassen. Aber ich war in dem Moment vom Geburtsvorgang so eingenommen, dass ich einfach nicht dran gedacht habe. Und ich habe ja schon 4 Kinder stehend geboren und dann auch gefangen oder bin rechtzeitig in die Hocke gegangen, sodass das irgendwie, ja, ich hatte es halt nicht auf dem Schirm. In dem Moment habe ich mich schon kurz erschrocken, aber ich kannte auch schon Geschichten, wo das Gleiche passiert ist. Wo Baby sogar in die Dusche abgestürzt ist und Nabelschnur gerissen und das Ganze. Und die Geschichten sind alle gut ausgegangen, deswegen habe ich mir da gar nicht so einen Kopf gemacht. Mehr geärgert hat mich eigentlich, dass die Nabelschnur gerissen ist, weil man ja sonst schon Wert drauf legt, dass die Nabelschnur auspulsiert. Ja, aber es war halt so, wie es war. Ist fertig. Was beim Baby noch interessant zu beobachten ist, also der Nabelschnurrest ist ja am 5. Tag abgefallen bei ihm. Aber er hat ein Nabelgranulom. Das ist so im Nabel so fleischfarbenes, wie so ein Knubbel. Also so ein Rest von der Nabelschnur, der eben irgendwie nicht abgefallen ist. Ein anderes unserer Kinder hatte das auch. Wir haben da einfach ein bisschen Salz drauf getan und dann trocknet das eigentlich schnell ein. Zeige ich euch das mal, wie das jetzt aussieht. Das ist also jetzt dunkel geworden. Da. Ja, jetzt habe ich noch nicht so. Sieht man es nicht. Da, ja. Kerl. Ja, da sieht man, dass es dunkel ist. Also es war erst so rosa Fleischfarben. Und das ist jetzt eingetrocknet und das fällt dann ab. Ziemlich schnell. Kinderärzte machen da in der Regel Silbernitrat drauf, also das wird so geätzt damit. Aber das kann halt auch gesunde Haut ätzen. Und Salz funktioniert in den meisten Fällen prima und ist nebenwirkungsfrei eigentlich. Und in Großbritannien empfehlen das die Ärzte auch als erstes. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann wird Silbernitrat angewendet. Ja, was noch interessant ist vielleicht, das ist auch ganz typisch, was haben bei uns fast alle Neugeborenen gehabt, ist so eine Tränengangsverengung. Das sieht man da dran, dass das Auge so ein bisschen verklebt ist. Das kann man feucht abputzen, also hier, da sieht man so ein bisschen. Und das verwächst sich, also der Tränengang, der ist einfach manchmal einfach eben noch so eng, dass die Tränenflüssigkeit nicht reibungslos abfließt. Ja, und seine Haut schält sich, das ist auch normal bei Neugeborenen, dass die Haut sich schält. Die Haut, als das Baby im Bauch war, die verlieren die ziemlich schnell danach, wenn sie geboren sind. Ja, ist er unzufrieden. Ja, wie ist es mir ergangen? Die ersten 10 Tage, also das sogenannte Frühwochenbett, sind also überhaupt nicht meins. Da bin ich lieber schwanger und gebäre, aber Frühwochenbett finde ich schön, wenn es vorbei ist. Ja, also die Hormonumstellung, Hitzewallungen, ich schwitze wie ein Schwein und die Nerven liegen blank, man ist sensibel und wenn dann noch der Mann stresst, dann hat man gleich einen Milchstau, so nach dem Motto. Also so war's. Also bin ich im Bett geblieben und habe ganz viel geschlafen und irgendwann war es rausgeschwitzt und rausgeschlafen und ja, jetzt geht es mir besser. Die Hitzewallungen sind nur noch so minimal spürbar. Der Mann arbeitet wieder und diese Woche ist meine Mama noch da und bekocht uns. Ja, nächste Woche muss ich dann allein klarkommen. Mal gucken.
Wochenfluss ist fast weg. Gleich nach der Geburt habe ich also von der Menge her 2 Vorlagen gebraucht. Dann habe ich immer gewechselt und dann reichte eine. Dann die nächsten 3-4 Tage bin ich dann umgestiegen auf große Binden. Das war reichlich, hat gut gereicht. Und seitdem tun es Slip-Einlagen. Und ja, ist ganz wenig noch. Das ist von Frau zu Frau ein bisschen unterschiedlich, wie stark das blutet und wie lange das blutet. Beim ersten Kind war es bei mir länger und stärker. Bei den anderen Kindern hat es ziemlich schnell nachgelassen. Ja, aber das wird nicht so ganz gleichmäßig immer nur weniger, sondern also bei mir jedenfalls, in manchen Tagen ist es dann fast weg oder nur noch hell und dann wird es wieder dunkler und ein bisschen mehr. Es geht so wellenförmig und wird dann weniger, jedenfalls bei mir. Am Anfang dachte ich, das liegt daran, weil ich mich überanstrengt habe oder so. Aber auch wenn ich im Bett liege, dann kommt mal wieder mehr und dann wird es wieder weniger. Ja, und irgendwann ist es weg. Ja, der Bauch ist inzwischen schon fast wieder bei Normalgröße angekommen. Also, ja. Die Rückbildung der Gebärmutter kann man ja auch tasten. Also da tastet man genauso den Fundusstand wie in der Schwangerschaft, wenn man das machen kann. Am ersten Tag nach der Geburt, da fühlt man das noch kurz unterm Nabel. Und das geht dann ziemlich schnell. Also nach 10 Tagen ist die Gebärmutter schon wieder hinter der Symphyse verschwunden. Ja, da kann man das also live verfolgen, wenn man das will. Dann wird ja immer Gymnastik gemacht für die Rückbildung. Das ist ein bisschen schwierig für mich, da an irgend sowas teilzunehmen mit 6 Kindern und das auch noch zu organisieren. Was ich gern mache, auch wie in der Schwangerschaft, und mache ich jetzt gerne so Bauchtanzmäßig, Hüftschwünge. Das aktiviert Muskeln, die sonst vernachlässigt werden, habe ich so das Gefühl. Und sonst hält ja mein Alltag ein sehr vielseitiges Bewegungsprogramm bereit. Ja. Mit dem Stillen habe ich ja schon erzählt, das klappt gut. Ich habe Stilleinlagen getestet, wie ich euch ja versprochen habe. Ich fange mal mit meiner Lieblings-Wegwerf-Stilleinlage an. Das ist die von Lansino. Da ist jeder einzeln verpackt, weil die so gut saugen. Das ist also wie die Windel für die Brust. Die saugen also gut. Da kann man auch beim Stillen laufen lassen und das saugt alles auf. Die sind auch von der Form her ganz angenehm, tragen nicht wirklich auf. Nur da die Milch aufsaugen, ist die Milch dann da drin und nach einer Weile riecht es nach saurer Milch. Ja, muss man halt öfters wechseln. Und es ist natürlich eine Wegwerfgeschichte, die mit viel Müll kommt. Für jedes ein einzelnes Tütchen. Ja, aber die sind besser, als andere, die fusseln und ja, habe ich schon durchprobiert. Aber mit denen bin ich am zufriedensten sozusagen. Von den gekauften Stoffeinlagen habe ich ja die da getestet. Ja, sie sind aus Stoff, ne? Aber die sind ziemlich unförmig, also die sind eigentlich eine gerade Fläche, wo man an der Brust ja eigentlich ein bisschen was Konisches bräuchte. Konisch, heißt das so? Ja. Ja. Jedenfalls, ihr wisst schon, Brustform. Ja, also viel saugen sie nicht, halten schon was ab, verrutschen halt schnell durch die Form. Ja, aber sind angenehm weich. Dann habe ich hier noch selbst gehäkelte Stilleinlagen aus Schafwolle. Die sind von Jasmin aus Selm bei Dortmund. Vielen Dank, Jasmin. Die sind nämlich gar nicht schlecht. Die haben eine richtig gute Passform, dadurch, dass die so in Form gehäkelt sind. Die saugen zwar auch nicht viel, also beim Stillen muss man was reintun, eine Windel oder so, weil wenn richtig der Milcheinschuss kommt, dann
dann läuft es drunter. Also die Wäsche bleibt meistens hier trocken, aber es läuft dann drunter nach unten. Ja, aber sonst sind die richtig super und die riechen auch gut nach Schafwolle, also nicht nach saurer Milch oder so. Ja, also die benutze ich jetzt. Die finde ich, die gefallen mir gut. Die sind gut. Ja. Und was ich noch praktisch finde im Wochenbett, das ist jetzt mein zweites Wochenbett, wo ich diese praktische Einrichtung benutze, ist ein Dreieckskissen. Weil man ja oft im Sitzen stillt und sowieso viel sitzt, halb sitzt, Baby auf der Brust. Das habe ich im Wasserbettenbedarf erstanden. Und das ist echt Gold wert für den Rücken, weil sonst nach dem vielen Stillen ist man dann doch ganz schön verspannt im Rücken. Und so kann ich mich hier schön anlehnen und es gemütlich haben. Auch mitten in der Nacht, wenn es sein muss. Und so Bäuerchen machen. Ja, das war das aktuelle Update. Und jetzt pennt er. Ja, bis demnächst mal. Tschüss.